Herzlich willkommen zur 28-Tage-Challenge und wir klären die Frage, wie nimmst du einen Kurs auf? Diesen Kurs findest du Video für Video hier auf dem Kanal, aber die Materialien zum Kurs, die gibt es auf meiner Webseite. Ich lasse den Link hier unten in der Infobox und das Beste ist, er ist absolut kostenlos. Du kannst dich dort einschreiben und dir den Kurs im Zusammenhang anschauen, ja, nach diesen 28 Tagen. Ne? Jetzt erstmal machen wir das hier gemeinsam, aber wenn du das Ganze nochmal auffrischen willst, wenn du die Materialien haben möchtest, findest du alles auf meiner Webseite. Ja, und ich freue mich darauf, mit dir in den nächsten 28 Tagen diesen Kurs zu erstellen. Für unsere 28-Tage-Challenge brauchst du wirklich nur ein Basic Equipment. Wenn du dein Mobiltelefon hast, dann kannst du Filme aufnehmen, zumindest diese Talking Head Videos. Das reicht völlig. Wenn du dann noch dazu irgendwie eine Schreibtischlampe hast oder eine andere Lampe hast, dann ist das völlig genug, um dich ein wenig auszuleuchten. Wenn du dazu noch einen Computer hast, spätestens um dir den Daten hinterher umzugehen, um deine Videos hochzuladen, ist das klasse. Auch wenn du Screencast-Videos aufnehmen willst, wäre es nicht schlecht, wenn du irgendein Programm hast, das das erlaubt. Ne? Das ist auf Mac, ist das zum Beispiel ScreenFlow oder eben auf dem Windows und halt auch auf dem Mac kannst du auch Camtasia nehmen. Ja, das ist natürlich, das kostet ein wenig Geld, ja, aber wenn du das ernsthaft vorhast, ist das eine Möglichkeit. Es gibt auch kostenlose Programme. Ich erkundige mich mal und packe das in die Infobox. Ich weiß, dass es ein kostenloses gibt, was du erstmal nehmen kannst, das aber nicht so viel Funktion hat. Also wenn du das wirklich ernsthaft vorhast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall gleich direkt die paar Euro für ScreenFlow, für Camtasia einfach einmal auszugeben. Günstiger wird es nicht. Günstiger kannst du kein Business starten. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Monja. Ich arbeite seit 2008 mittlerweile schon online und verkaufe auch seitdem ja Online-Kurse und digitale Produkte. Ich habe angefangen mit einer kleinen Webseite, mit einer kleinen Scrapbooking-Webseite. Ja, da kannte hier in Deutschland noch nicht mal jemand das Wort Scrapbooking. Ja? Da haben wir das alles auf Englisch gemacht. Der Hintergrund dazu ist, ich habe in Amerika studiert, ich habe dort Webdesign studiert und mein Major in dem Bereich gemacht an der Universität Phoenix. Ich bin auch Lehrerin. Ich habe nämlich zuerst hier an der Universität Dortmund studiert und bin dann eben nach Phoenix gewechselt. Ja, und irgendwie hat sich da alles vereint. Ne? Nämlich jetzt kann ich Lehrpläne erstellen, ne? Habe ich ja mal irgendwann gelernt. Und ich kann auch gleichzeitig im Internet tätig sein, im Webdesign machen und dann halt auch meine Online-Kurse aufnehmen und dir zeigen, wie das alles so funktioniert und wie auch du dir so einen Einkommensstrom aufbauen kannst. Ja, in diesem Video stellen wir uns erst einmal die Frage, warum sollst du einen Online-Kurs aufnehmen? Ist viel Arbeit, viel Mühe, kostet auch Equipment, also du brauchst Equipment, du musst Geld haben. Also warum soll man das überhaupt machen? Ne? Viel Arbeit für nichts? Ne? Ist die große Frage. Nein, natürlich nicht. Also ich mache das seit 2014 mittlerweile. Nicht so ernsthaft, wie ich es gerne gemacht hätte, weil es macht wirklich Spaß, aber ich bin immer wieder dran und wir nehmen immer Online-Kurse auf. Also mittlerweile ist eigentlich unser ganzes Geschäft darauf ausgerichtet, Online-Kurse aufzunehmen. Und das, weil es funktioniert. Also, wie ist das Ganze angefangen? Ich möchte das kurz erzählen. Also, ich bin irgendwann 2014 war das auf Udemy aufmerksam geworden. Ich kann noch nicht mal mehr genau sagen, wie das passiert ist. Wahrscheinlich war es Google und wahrscheinlich ging es um das Thema Online-Kurse, weil damit beschäftige ich mich auf der anderen Seite schon seit 2009. Da habe ich nämlich meinen ersten Online-Kurs gelauncht. Da komme ich später drauf zu sprechen. Wichtig ist erst einmal so, ich habe Udemy gefunden und dann habe ich mal ein bisschen herumgeguckt und die Kurse hatten viele, viele tausend Teilnehmer und das war so schön. Und der Kurs kostete, ich sag mal, 109 € und der hatte 20.000 Teilnehmer. Und man dachte, oh mein Gott, das ist ja eine Geldquelle, ist ja super, ne? Ich erstelle einen Kurs, ich stelle den da rein, ja, und schwupps bin ich reich, ne? Ja, so oft im Leben war auch das leider ein Trugschluss, aber erst einmal, denkt man so, ne? Also, nein, du wirst nicht einen Online-Kurs machen und damit reich werden. Also, wenn du das denkst, ja, dann solltest du vielleicht jetzt abschalten. Wenn du aber eine regelmäßige Einnahmequelle haben möchtest, dann
wiederum bist du hier richtig. Nämlich, das ist dann passiert. Wir haben dann angefangen, Online-Kurse aufzunehmen für Udemy. Ich habe da auch einige, der Link findest du hier in der Beschreibung. Kannst du dir mal mein Profil anschauen, da sind einige Online-Kurse drauf und ja, die bringen jeden Monat ja, mehr oder weniger Geld. Mehr oder weniger hängt davon ab, ob auch ich Werbung für die Kurse mache. Udemy tut da sein Bestes, ne? Die haben viele Millionen Teilnehmer jeden Monat, die auch Kurse kaufen. Die fahren viel Werbung, die machen viel Werbung, heißt, die setzen alles auf Sale und verkaufen und so weiter. Aber wenn du das richtig ernsthaft machen willst, ja, dann reicht das nicht aus. Ne? Dann musst du schon ein bisschen mehr machen. Worauf ich zu sprechen kommen wollte, 20.000 Teilnehmer oder 1.000 Teilnehmer bedeuten leider nicht 1.000 mal 109 € und du kannst dich freuen. So funktioniert es leider nicht, weil Udemy oft alles auf Sale setzt. Und das wiederum bedeutet, dass du dann auch einen Kurs ja für einen Zehner verkaufst. Ne? Und wenn Udemy das macht und nicht du das machst, ja, dann bekommst du gerade mal die Hälfte davon, also 50%. Ja, okay. Wann lohnt sich das denn nun? Es lohnt sich, wenn du das Ganze ernsthaft betreibst, wenn du immer wieder neue Online-Kurse entwickelst. Dafür muss man aber natürlich erst einmal wissen, wie das Ganze so von A bis Z funktioniert. Es ist ja immer ein System, was man so durchläuft. Man erstellt einen Kursplan, man nimmt die Kurse auf, also die verschiedenen Lektionen für den Kurs auf und dann irgendwann hat man den fertig, man lädt den hoch bei Udemy rein. Man findet am besten noch eine weitere Einnahmequelle oder vielleicht auch zwei und so baut man sich mit der Zeit ein lukratives Geschäft auf. Und das wiederum, das funktioniert, ist aber wirklich nicht ohne Mühe. 2008 habe ich auf meiner kleinen Seite, auf meiner Scrapbooking-Seite, zuerst einmal mit einem, ja, Shop angefangen. Ne? Wir haben einen Shop erstellt und in diesem Shop, das war das Schöne, da konnten verschiedene Designer rein, die konnten ihre Produkte hochladen, die wurden dann freigeschaltet und dort auch eben verkauft. Das konnten ganz viele machen, das war überhaupt kein Problem. Ich konnte Designer annehmen, konnte denen einen Account erstellen und dann konnten die selbstständig ihre Produkte dort einstellen. Das war natürlich richtig schön. Hinterher stellte sich dann das Problem, ja, immer mehr Designer zeigten ja, ich sage jetzt mal, kleine Mängel. Ne? Die meisten haben das nebenbei gemacht und die wussten dann nichts darüber, wie führt man einen Qualitätscheck durch. Das heißt, wie hat ein Element, was man für Scrapbooking benutzt, eben keine Pixel, die irgendwo rumfliegen. Oder wie stellt man eine Preview zusammen, sodass die auch verkauft wird. Ne? Also es gibt ja so ein paar Designprinzipien, an die man sich halten muss, damit das Ganze auch zu einem wirklichen Produkt wird. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich erstelle mal einen Online-Kurs dazu. Und das Schöne war, und das war wirklich so meine erste Erfahrung, dass dieses Online-Marketing wirklich funktioniert. Wir hatten einfach ein Forum, das hieß V-Bulletin. Und dort konnte man Subscriptions eingeben. Das heißt, ich konnte einmalig Geld, abbuchen lassen oder eben monatlich Geld abbuchen. Das ist im Prinzip komplett dasselbe, was heute eine Membership, also eine Mitgliederseite macht, gab es damals schon in Form eines Forums. Und dort haben wir dann unsere Materialien zur Verfügung gestellt. Ich habe Videos aufgenommen, wir haben das Ganze in PDF-Format noch erstellt, verfasst und da eingebunden. Also, sodass wir eine unglaubliche große Vielfalt an Materialien hatten, die Designer sich ansehen konnten und wo sie dann halt auch ihre Fähigkeiten verbessern konnten, damit eben die das jetzt vielleicht nur nebenbei als Hobby machten, auch irgendwann vielleicht zu einem richtigen kleinen Online-Unternehmer wurden. Das war so das Ziel. Und als ich dann auf der Webseite gesagt habe, ja, wir haben jetzt einen Online-Kurs, wer hat da überhaupt Interesse dran, haben sich in den Thread, also ich habe das einfach ins Forum gepostet, direkt 40, 50 Leute eingetragen. Ich habe gesagt, okay, wenn es dann mal irgendwann fertig ist, dann launche ich das. Lustig war, die haben eigentlich immer nachgefragt. Ne? Die wollten immer wissen, wann ist das denn jetzt fertig, wann wird das denn jetzt gelauncht, wie sieht das denn jetzt aus? Und irgendwann habe ich es dann einfach online geschaltet, ne, und habe im Newsletter alle Leute informiert. Und das Lustige war, wir haben innerhalb von 2 Tagen für $4.000 Produkte verkauft. Ja, viele, die das heute machen, werden darüber lächeln. Ich war damals fürchterlich stolz. Ja. Ich guckte einfach nur in meinen E-Mail-Account und es kam immer weiter Geld rein. Ne? Und das war so das erste Mal, wo ich dachte,
das funktioniert wirklich, ne? Das kann man richtig toll ausbauen. Und dann habe ich es nicht gemacht. Ja? Ich hatte keine Ahnung, das war so ein Zufallserfolg zu dem Zeitpunkt. Man hatte das, es hat irgendwie funktioniert und man hat es nicht weitergetrieben. Ich habe auch nur einmal Geld damit verdient. Das heißt, die Leute mussten $40 bezahlen für Lifetime Access. Ja, ist eigentlich toll, ne? Ja, so bekommt man natürlich nicht auf die Dauer Einnahmen hin. Und das wiederum hat mich dann immer mehr dazu veranlasst, ja, nicht mehr genug dafür zu tun oder nur noch bedingt da zu sein. Auf jeden Fall, ich habe da monstermäßig viel falsch gemacht. Und damit dir das nicht passiert, ja, schauen wir uns jetzt gemeinsam an, wie man so einen Kurs aufbaut, erstellt und ja, dann auch vermarktet. Nämlich man kann damit auch dauerhaft Geld verdienen. Die Safari Lounge, so hieß der Kurs damals, Safari Lounge Designer Classes, den gibt es auch noch heute. In den nächsten 28 Tagen möchte ich dir zeigen, wie du von A bis Z nicht nur einen Kurs, ja, ein Thema findest, den Kurs planst, sondern eben auch aufnimmst, hochlädst und ja, dann auch noch verkaufst. Ne? Und da haben wir überall unsere Tipps für, wie man das denn jetzt letztendlich macht. Und das möchte ich dir in den nächsten 28 Tagen zeigen. Wir werden an jedem Tag im Februar wird ein Video veröffentlicht und du kannst dir das anschauen. Selbst wenn du das Monate später anschaust, das wird seine Gültigkeit nicht verlieren. Du wirst immer wieder Informationen bekommen, welchen nächsten Schritt du gehen musst. Und wenn du einfach mitmachst oder auch später oder du schaust dir am Wochenende 5 Videos an und gehst die einzelnen Schritte durch, am Ende hast du deinen ersten eigenen Online-Kurs. Ja, ich freue mich darauf, dass du teilnimmst und dann freue ich mich darauf, dich morgen wiederzusehen. Bis dahin, tschüss.